Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Heute nicht alleine, denn Batista ist mit dabei. Was es gibt, wie schwer die Challenge wird, ob wir das Ganze schaffen, das seht ihr jetzt. Viel Spaß, let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einer neuen Folge. Heute mal nicht mehr alleine, denn ich darf gleichzeitig hier vor Ort den lieben Batista begrüßen. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Mir geht's gut. Ich glaube, letzte Challenge, Brauersbaguette? Oder gab es danach noch was? Nee, Brauersbaguette, ne? Nein, wir waren in Hersbruck. Stimmt! Unser Schweinekuchen. Der größte Schweinekuchen Bayerns. Richtig. Wer kennt's nicht, wer hat's gesehen, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ihr seht, wir haben schon einiges hinter uns Mittlerweile ja. und auch geschafft. Definitiv, ja. Und ich hoffe, das bleibt heute so, denn, meine Lieben, wir sind in Dortmund bei Balkan Grill Asanovic. Ich sag euch dir und euch mal, aus welchem Grund. Eine Balkan-Challenge, 140 € Preisgeld winkt. Normalerweise ist diese Platte für 4 Personen ausgerichtet. Ne? Das heißt, eine Balkan 4-Personen-Grillplatte. Mittlerweile hier als Challenge veröffentlicht. Man hat 30 Minuten Zeit, um das Ganze zu schaffen und bekommt als Team 140 €. Das ist mal eine Ansage, oder? Ich glaube, bisher ungeschlagen, aber mein Bester, du hast Bock, glaube ich. Du auch, Ich oder? habe nämlich auch Bock, und damit uns hier kein Fehler passiert und wir uns die Challenge nochmal anhören vom Inhaber selbst, suchen wir den auf, gehen rein und hoffen natürlich auf gleichzeitig geiles Essen. Let's go. Let's go. Und damit darf ich jetzt eine zweite Person hier begrüßen, den lieben Seko, ne? Hi. Wie geht's dir? Gut, wie geht's Ja? dir? Noch geht's mir gut. Ich habe den Leuten gerade und meine Mitstreiter berichtet, der uns schon ein schönes Plätzchen aussucht. Es gibt hier eine Balkan-Challenge, Richtig. Balkan-Essen Ja. in Dortmund. Balkan Grill Asanovic, du bist auch der Inhaber. Richtig. Und du hast, ich sag mal, eine Challenge nicht nur für mich und Batista, sondern für ganz Deutschland rausgehauen. Für alle. Für alle. 5 Millionen Views, die erste Challenge. Richtig. Was gibt's für eine Challenge? Also wir haben einmal die Grillplatte für 15 Personen als Challenge angeboten. Jetzt machen wir auch das etwas mit weniger Personen, Ja. weil es sehr einfacher ist, als 15 Personen zusammenzutrommeln. Ne? 4-Personen-Platte, zu zweit. Ja. Es gibt ein Preisgeld von 140 € Ja. und die Platte umsonst. Hast du quasi mehrere Challenges hier? Ja. Was gibt's denn noch für Bisher Challenges? nur die 2. Was ist die andere? Also nur jetzt mal für mich persönlich zu wissen. Die Platte für, nee, sorry, das war falsch. Für 20 Personen die Platte zu 10. Also eine 20-Personen-Platte zu 10. 580 € Preisgeld. Wie viel? 580 und Platte umsonst, die genau 580 kostet. Also über 1000 €. Leute, schreibt mal gerne in die Über 1000 Kommentare, wer hat Bock mit mir hier in Dortmund und vielleicht Batista, wenn wir das heute schaffen, die 20 Personen Grillplatte mit 10 Leuten Das zu wär machen. geil. Schreibt's mal aus, vielleicht verlosen wir dann, ich sag mal, ein paar Plätze. Von da bis da geht die Platte. Wie viel Meter? Was gibt's hier? 3-4 Meter? Schreibt's in die Kommentare, wer möchte dabei sein. Vielleicht machen wir da noch was. Aber heute konzentrieren wir uns auf die erste Challenge. Das heißt 4 Personen Grillplatte, Balkangrill, Essen. Ja. Was mir direkt einfällt, Cevapcici. Cevape, gefüllte Pleskavica, Hähnchenbrust, Hähnchenkeule, Würstchen. Okay. Da ist ja wirklich alles drauf. 30 Minuten Zeit insgesamt. Wir haben das erhöht auf 40 Minuten. Ah, okay. Ja. Oh, da würde sich Batista freuen. Wie kommt's? Es gab viele Beschwerden wegen der Zeit. Ja? Ja. Dann haben wir uns gedacht, wenn es nur an der Zeit liegen sollte, dann habt ihr 40 Minuten. Aber seitdem hat es immer noch Kommt her. keiner geschafft. Nein, bisher hat es immer noch keiner geschafft. So ist das Auf immer. 30 oder 40. So ist das immer. Ich sag mal, viele Leute meckern Ja, immer, ja, ne, zu ja, viel richtig. Essen, zu wenig Zeit. Auch ich bin einer, der sehr gerne meckert, wenn es zu wenig Zeit ist. Dann würde ich sagen, mein Lieber, bereit alles vor. Ja. Batista hat uns hoffentlich schon mal einen Platz gesucht. Er wird sich freuen, jetzt, dass ich ihm sage, wir haben 40 Minuten, 140 € winken. Richtig. Für jeden von uns oder insgesamt? Insgesamt. Insgesamt, okay. Kommen wir mit klar, die 10-Personen-Platte bzw. 20 Personen, vielleicht können wir da noch was aushandeln. Mein jeden Bester, Fall. dann würde ich sagen, bereiten wir uns vor. Ja. Und sind wir mal gespannt, ob wir die ungeschlagene Balkan Grill Asanovic 4-Personen Titanic-Platte heißt sie sogar, ne? Titanic-Platte, richtig. Titanic-Platte schaffen. Let's go. Bin ich auch gespannt. Ei, es geht los, meine Lieben. Sie kommt. Die Titanic-Platte kommt. Jawohl. Wow. Das ist der Wahnsinn. Wow. Vielen Dank. Was hast du? Wahnsinn. Ich bin auch gerade ein bisschen sprachlos, ne? Sieht mega aus. Ich bin einmal sprachlos, weil es wirklich viel aussieht. Aber Ja, das schon, aber halt auch mega lecker. ja. Was haben wir alles drauf, mein Bester? Ihr habt hier wirklich alles. Also ihr habt hier Hähnchenbrust, Hähnchenkeule, Kalbfleisch, Rind- und Kalbswürstchen, gefülltes Hähnchenbrust vor allem, ne? 2 normale Pleskavica, eine gefüllte Pleskavica. Obendrauf natürlich die Cevape. Cevape. Dürfen auch nicht fehlen. Wir hatten uns gerade noch gefragt, Ja. muss wirklich alles gegessen werden oder ist das rein die Platte, die gegessen werden Also auf muss? dem Tisch, Ja. alles was liegt, Ja, muss auf muss gegessen werden. Der Eiber auch.
Ich werde jetzt dich alles rauskratzen lassen, aber... Ne? Okay, ja, So damit gut wie sind die aber möglich. Regeln, dann sind die Regeln klar, meine Ja. Lieben. Also, bis auf der Eimer, der, ich sag mal, nicht bis auf den letzten Löffel anscheinend ausgekratzt werden muss, Ja. muss anscheinend auch alles gegessen werden. Ich denke mal, auch Richtig. hier wäre es nicht so dramatisch, wenn der ein oder andere Käsestück überbleibt. Aber ansonsten ist es hier tatsächlich mal so, Genau. Beilagen gehören mit dazu, Brote. So wie ich schon gesagt habe, ihr habt 40 Minuten Zeit. Ja. Preisgeld 140 €. Die Platte geht aufs Haus. Auch kostet auch 140 €, ne? 140 €, richtig. Aber es ist Unsere absolut Platte hat 5 Siege in Folge. 5 Siege in Folge. 5 Siege in Folge. Dann müssen wir das heute schlagen. Ja. Okay, dann legen wir los. Danke dir. Viel Spaß. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere 4-Personen XXL Titanic Grillplatte. 40 Minuten haben wir Zeit, um die bisher ungeschlagene Titanic Grillplatte zu schaffen. 140 € kostet das Ganze. Essen aufs Haus plus 140 € Preisgeld. Du bist ready. Ich bin auch. Wir gehen rein. Let's go. Let's go. Rein da, meine Lieben. 40 Minuten Zeit und ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen an. Womit willst du anfangen? Ich nehme doch mal ein paar Cevape. Cevape? Natürlich. Dann fange ich mal hier vorne an. Nehmen wir mal so ein großes Stück. Ich glaube, Hähnchen ist es. Boah, Dann lass es dir schmecken, mein Guter. du auch. Wow. Ich sage ja, ich liebe die Balkanküche. Schreibt's gerne mal rein. Ich liebe es. Ich probiere mal einen von deinen Cevapcicis, die du genommen hast. Interessiert mich nämlich jetzt auch gerade. Boah. Ich hatte ja tatsächlich letztens eine Cevapcici-Challenge und bin mal gespannt, wie viele du oder wie schnell du jetzt essen kannst. Denn meine Lieben, ich will echt mal sehen, wie er mal Gas gibt, weil er sieht immer nur mich Gas geben, ich ihn gar nicht. Und er hat immer gesagt, er hält sich zurück, weiß ich gar nicht warum, wenn er mit mir ist, weil in seinen Videos ist er immer so schnell. Jetzt finde ich, ist er schon wieder relativ langsam. Findest du? Ja. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie er so die ersten Minuten Gas gibt. Vielleicht komme ich hinten rum und teste ein bisschen mehr. Ich quatsche, er isst. Manchmal bin ich umgekehrt, aber jetzt genieße ich es gerade. Cevape. Geil, Daumen hoch. Mal Pommes. Boah, die Pommes sind geil. Ja? Boah, das sind Pommes. Real Talk, mein Bester. Kein Scheiß. Wenn die kalt sind, kannst du die noch essen. Ja. Weißt du, was ich meine? Wow. Wow. Die sind so crunchy. Boah, die Pommes sind wirklich geil. Ja. Kein Scheiß. Ich schwör's ohne Scheiß. Also normalerweise ist es immer so, dass wir uns eigentlich gegenseitig die Pommes immer zuschieben. Ja. Aber diesmal ist so, ich glaube, diesmal schlagen wir uns drum. Ich würde sogar schon fast sagen, schade, dass nicht noch mehr drauf sind, weil die schmecken wirklich geil. Also das sind wirklich Pommes, meine Lieben. Der könnte ich jetzt noch Zusatz bestellen. Aber das ist Geil. wirklich mega ausgewogen. Ne? Also Ja. es passt halt perfekt, der Crunch von den Pommes, das Fleisch. Ich gehe jetzt in die erste Wurst rein. Probier ich mal mit dir. Wow. Also ich sage euch Leute, sowas habt ihr noch nicht gegessen. Brot? Ich weiß gar nicht, was es für eine Wurst ist. Aber die Wurst ist echt geil. Ich weiß gar nicht gerade, was es für eine Wurst ist. Schmeckt aber sehr, sehr lecker. Also ich habe noch nie so gute Wurst gegessen, ich sag's dir, wie es ist. Und doch, ich habe schon Würste gegessen, die waren noch mal ein bisschen besser, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Weil, wenn die noch mal mit Käse gefüllt sind, Ach so, okay. feiere ich die noch ein bisschen mehr. Bin mittlerweile einfach so ein Käse-Craner-Fan, sage ich mal. Aber die schmecken schon sehr lecker. Was ich dir nur empfehlen kann, also auf deiner Seite ja auch eine ganze Portion, sind tatsächlich die Cevape mit Kaimak. Boah. Weil die kann ich mir aber vorstellen, die sind am Ende noch geil, weil der Käse sehr lange warm bleibt. Weißt du, was ich meine? Deswegen lasse ich mir die so ein bisschen am Ende. Du hast ja auch noch eine Platte da, sehe ich. Und ich muss auch sagen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn ihr sowas mega heiß esst, verbrennt euch nicht den Rachen. Ne? Ja, isst ruhig ein bisschen weiter. Ich probiere mal für uns Leute das Brot, schneid das Ganze mal oder reißt es mal ein bisschen auf. Man sieht richtig, wie es noch am Dampfen, am Qualmen ist. Ist wirklich frisch gemacht, nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht jetzt hier, gerade bei der Masse. Und ich bin ja immer so ein Fan davon, der dann gerne, ich sag mal, sich dann ja auch was belegt. Wir müssen ja auch den Krautsalat noch essen, das gehört ja auch alles dazu. Machst du einen Burger? Schieben wir, ja, ich mache einen Burger. Ich sag ja, ich bin ja so ein bisschen der Genießer. Eimer muss ja auch rein. Zack, packen wir uns ein bisschen drüber. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Zwiebeln haben wir hier auch en masse. Also die rohen Zwiebeln müssen wohl auch weg. Packe ich mir mal ein bisschen drüber. Und dann kommen wir schon fast so zum, ich sag mal, Big M. Balkan-Sandwich. Rein da. Also, meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen rein. Das hier sieht noch ganz fancy aus. Wobei, das können wir uns, glaube ich, zum Ende lassen, wenn das so ein bisschen geschlossen ist. Und probieren wir gleich mal zusammen. Aber ihr seht, wir haben hier noch eine Menge drauf. Und jetzt versuchen wir eins
mehr zu essen, weniger zu quatschen, wie es viele von euch wollen. Wir gehen rein. Let's go. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit also ein Viertel der Zeit. Wir haben uns hier und nach verschiedene Taktiken angewöhnt. Batista vermischt sehr viel. Du vermischst sehr viel mit Dan, ne? Du hast jetzt, was hast du jetzt? Den Kaimak-Käse mit Pommes? Kaimak mit Pommes. Weil dann geht es auf ein Ding gleich runter. Ne? Ja. Und ich mache mir hier quasi so, ich sag mal, eigene Brote, Wraps, um so ein bisschen die Kombination, den Geschmack so ein bisschen mehr inne zu haben. Was ist dein Favorite bisher so gewesen? Boah, also ich muss echt sagen, es ist alles richtig mega. Am allergeilsten, wo mich am meisten abholen, tatsächlich die Würste gerade. Die sind mega, aber sonst alles... Dann gönnen ihr auch die letzte auf jeden Fall. Aber ich muss auch echt sagen, also wirklich alles durch die Bank, Leute. Es ist Qualität, es schmeckt einfach Bombe. Richtig geil. Also ich muss sagen, ich bin nicht so der Kotelett-Fan. Die kannst du auch gerne gleich noch haben. Das schmeckt mir hier nicht so lecker. Ich muss aber dafür sagen, dass das Hähnchen hier sehr lecker ist. Also das schmeckt mir auch sehr gut. Und vor allem die Cevape. Also ich glaube, das ist das, wofür es auch hier steht. Deswegen freue ich mich gleich so ein bisschen auf diese Pesca-Pizza und auf die, ich sag mal, den Speckmantel hier noch. Aber wie gesagt, Kalb und wie gesagt, jetzt das Kotelett ist okay. Aber vor allem, wie gesagt, Hähnchen und die Cevape und vor allem das hausgemachte Brot mit den Soßen und Zwiebeln, das ist meins. Aber du siehst hier, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, ne? So sieht's aus, ja. Also meine Lieben, 21 Minuten sind es noch. Das heißt, wir haben jetzt gleich die Hälfte der Zeit. Und ja, die Taktik ist weiterhin bei uns das Gleiche. Ich packe mir immer relativ viel auf einmal, ich sag mal so, zusammen. Bei ihm ist es weiterhin so, du vermischst immer relativ viel. Ne, du hast den Kaimak und auch jetzt ein ganzes Eiweiß auf dem Teller. Und hast gesagt, bei dir rutscht es dann besser, ne? Ja. Weil du auch dann ein bisschen schneller essen kannst, aber vom Volumen dann ein bisschen begrenzter bist als ich. Aber wie gesagt, dadurch das schneller runterbekommst. Ne? Ja. Was schätzt du? Wie sieht's aus? Oder was sagst du gerade zu unserer Leistung? Boah, ich denke, da kann man sich nicht beschweren, oder? Also, Chef hat gerade gesagt, bisher sind wir Stand jetzt die Besten. Aber was man natürlich auch sagen muss, wir haben noch viel vor uns liegen. Ne? Also so richtige Kavenzmänner. Ihr seht auch hier noch so ein komplettes Brot, was ich habe. Er noch 2. Ja. Eiweiß, Zwiebeln hier vorne noch vor uns liegen. Also meine Lieben, noch ist nicht aller Tagen Abend. Darf ich es bitte sagen? Hinten kackt die Ende. Wie ich es gerade schon sagen wollte. Halleluja, hinten kackt die Ende. Aber ihr seht, wir haben Spaß, es schmeckt gut. Das ist die Hauptsache. Aber trotzdem wollen wir die Challenge als erster schaffen. So ist es nicht. Richtig. Meine Lieben, 15 Minuten haben wir noch. Damit sind so, ich sag mal wirklich, ja, knapp weniger oder sind wir schon weit unter der Hälfte. Und du fängst jetzt an, dein Brot ein bisschen zu zerfleddern. Geht für dich besser dann, oder was? Ja. Ja. Und vorkauen. Ja, und ich habe so nach und nach mir jetzt schon mal die nächsten Stücke Fleisch, wie ich jetzt hier mit euch mal wieder so nehme, mir genommen. Und was ich euch jetzt aber auch noch mal zeigen wollte, bevor wir jetzt hier so weitermachen. Wir haben jetzt hier noch, ich sag mal, die große Pleškavica. Und bei dem Dingen ist es nicht nur so, dass wir oben richtig geiles Kaimak drüber haben, sondern das Ganze ist mit Käse gefüllt. Das ist auf jeden Fall mal ein richtig, richtig geiles Ding. Da freue ich mich, das Ganze jetzt noch mit reinzunehmen. Und wir haben tatsächlich noch diese Bacon Bomb hier. Ich glaube, die ist auch gefüllt. Ich weiß es aber nicht. Weil wenn das wirklich so ist, dann wird das jetzt noch mal richtig heftig werden. Oh ja, schaut es euch an. Das Dingen sind jetzt die 2 heftigsten Sachen, die wir noch haben, meine Lieben. Und auch die müssen noch geschafft werden. In weniger als 13 Minuten. Also meine Lieben, mir läuft langsam die Nase von den Zwiebeln. Und ich glaube ihr auch, ne? Ja. Boah, Halleluja, meine Lieben. Also ich habe es gerade auch schon in der Leistung erwähnt. Man unterschätzt so krass, wie viel das aber am Anfang ist, weil mal viele geschrieben haben, schafft ihr locker. Aber ihr seht, wie wir schon so leicht am Struggeln sind. Das Einzige, was ich ihm gerade auch schon gesagt habe, ich sag mal, das Geilste in Anführungsstrichen liegt noch so ein bisschen vor uns, diese Bacon Roll, weil die halt so viel mit Kaimak und Käse ist, dass die leichter runtergeht. Aber ihr seht, wir sind am Struggeln, wir sind am Kämpfen und auch die Zeit ist aktuell nicht auf unserer Seite. Deswegen, wir hauen weiter rein und schauen, dass wir es wirklich jetzt noch innerhalb der 8 Minuten schaffen. Mein Lieben, letztes Stück. Batista trinkt noch einen kleinen Schluck. Ich ziehe mir schon mal die Handschuhe aus. Oh. Und damit hast du das Vergnügen. Und stopp. Und damit haben wir in
Noch 2 Minuten Restzeit, also in 38 Minuten, 2 Minuten Zeit noch on the clock. Die 4-Personen Titanic Rip hat geschafft. Geil, mein Bester. Perfekt. Haben wir gerockt. Ich denke auch, oder? Geil, geil, geil. Sehe ich genauso. Auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, das war mit unser jetzt bis heute unsere stärkste Leistung zusammen. Stärkste und ich würde auch sagen, mit das Brauchsbaguette war auch noch anspruchsvoll in der Ja, Zeit. aber da hatten wir die Zeit dazu. Genau. Da war die Zeit auf Ja, unserer Seite. ein bisschen längerer, muss man schon sagen. Glaube ich auf jeden Fall. Ich meine auch. Und hier muss man echt sagen, du hast es auch gesagt, Fleisch ist natürlich eine andere Region. Hier war sehr viel Fleisch drauf. Oh ja. Sehr Oh viel ja. leckeres Ja, Fleisch, oh aber auch sehr ja. viel Fleisch verstopft. Und ja, ich sag mal nur ganz kurz, was war dein Favorite? Tatsächlich die Wurst. Die Wurst, hast du gesagt, Die Wurst ne? ist mein Die hast du Favorite. auch vernichtet am Anfang, ne? Liebe ich wie Sau. Ja. Lieb ich. Also ich muss Bei sagen, dir? bei mir war es Hähnchen. Okay. Tatsächlich. Dann auch in Kombination mit dem Brot, weil ich fand das frische Brot sehr geil. Und ja, also ich glaube, das war rundum eine geschmackvolle, aber Mega. auch geile Leistung Ja, von uns. mega. Damit ist die Platte 140 € kostenlos. Und 140 € nehmen wir mit und gehen damit essen, würde ich sagen. Holen wir uns wieder eine zweite, oder? Oder schon mal den ersten Nachtisch hier, ne? Meine Lieben, wisst ihr ja, check, wir räumen auf und dann gibt es natürlich noch einen geilen Abschluss hier. Dankeschön. Ei, danke. Geil, danke. Sehr gut aus. Dankeschön. Vielen Dank. Erstmal zum Wohl. Zum Wohl. Wow. Das ist Genau, das braucht man. Ne? Leute, das ist das, was wir euch immer sagen. Nach so viel Herzhaften, nach so viel Fleisch, dieses erste Süße, und das war jetzt nur ein süßes Getränk, ne? Aber auch das Kalte, ne? Das, Ja, genau, die ist kalte dann jetzt, ne? der Dann, Magen ist halt trotzdem irgendwo gereizt und es fühlt sich so ein bisschen, das könnt ihr euch so vorstellen, wie Ja. ihr gebt gerade so frische Creme auf Sonnenbrand drauf. Ja, so, genau, so fühlt genau, man genau. sich. Genau. Mega. Ja. Mega. dann lassen wir in den Crepe reingehen. Natürlich. Bin ich auch gespannt. Sieht schon fein aus. Ja. Sehr Sagt gut. man nicht hier auch Palatschinken eigentlich eher dazu? Boah. Ist das nicht auch so ein? Ja, ne? Ja, ja. Mittlerweile kenne ich es. Mittlerweile komme ich kulinarisch rum. aber wo kommt das Palatschinken her? Ist das Österreich? Ja. Das Ich ist glaube, Österreich, ne? Österreich, Balkan, aber so die Ecke, ne? Lass die schmecken. Tut ihr auch? Mein Lieben, was soll man sagen? Schönes Nutella, schöne Schokosoße, schöner Palatschinken, eiskalte Getränke, 140 €, Cash in the Cash, kostenloses Essen. Was wollen wir mehr? Gibt's eigentlich. Ne? Ich würde sagen, wir sind zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Batista, ich sag schon mal danke Nichts zu für danken. ein geiles Essen, für eine geile Challenge. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne liken, kommentieren. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Mal schauen, was die nächste Challenge wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Liebe nächsten Mal. Grüße von Balkan Asanovic aus Dortmund. Ciao, ciao.